Erstmal guten Abend, die Kollegen, und dass Sie dabei sind. Mein Name ist Elvira Tasbach und ich begrüße Sie zu diesem dritten und letzten Webinar vor der Eröffnung der digitalen Messe Folium morgen um 14 Uhr. Diese digitale Messe wird gemeinsam veranstaltet von den Antiquariatsverbänden der Schweiz, Österreichs und Deutschlands. Und wir freuen uns, dass morgen über 80, also ich glaube, es sind genau 85 Händler aus zahlreichen Ländern, also nicht nur aus Österreich, Schweiz, Deutschland, Buch- und Kunstsammler aus aller Welt zu einer digitalen Entdeckungstour einladen. Vielleicht erlauben Sie mir, unsere internationalen Besucher ganz kurz auch auf Englisch zu begrüßen. Ich versuche das. I'm Elvira Tasbach, a manuscript dealer out of Berlin, coming to you from my office today. Thank you so much for taking time to attend this third and last webinar preceding our Folium Digital Fair, where the German-speaking antiquarian book trade associations invite book and art collectors on a virtual discovery tour tomorrow at 2 p.m. Antiquarian bookshops and galleries from Austria, Switzerland and Germany, together with numerous international colleagues, offer treasures of book art, autographs, illustrated works, manuscripts, prints, drawings, and so on. Allow me now to begin by introducing my distinguished colleagues who are well-known and established names in the trade. They will spotlight in the next hour a few notable pieces from their respective fair catalogs for tomorrow. These and of course, other beautiful pieces will become available from tomorrow 2 p.m. until Saturday, the 12th of June, midnight. Then the fair's over. Lassen Sie uns mit Roger Sonnewald beginnen, der eines der traditionsreichsten Antiquariate im deutschsprachigen Raum führt und ein Antiquariat in Tübingen und eine Galerie in München betreibt. Das Antiquariat Heckenhauer wurde 1823 in Tübingen gegründet und in den 1890er Jahren hat dort Hermann Hesse seine Buchhändlerlehre absolviert. In den letzten 25 Jahren hat Roger Sonnewald hat sich das Profil unter seiner Ägide von einem rein wissenschaftlichen Antiquariat gewandelt. Kunst, also insbesondere Arbeiten auf Papier, sind ein weiterer Schwerpunkt des Angebots. We'll start with Roger Sonnewald, who is a rare book and art dealer in the 6th generation, as well as a publisher of beautiful photo books. The Antiquariat Heckenhauer was founded in 1823 in Tübingen. Known for their scientific stock, Roger established art and photography as an important part of the company's profile. Roger, truly excited to see what you have to show us. Herzlich willkommen bei dieser Zoom-Konferenz bzw. der Vorstellung der Werke für die morgige Folium-Messe. Wir werden 3 verschiedene Kapitel morgen anbieten. Einerseits etwas Grafik, unter anderem aus dem süddeutschen Bereich von Reinhold Nägele. Dann eine Folge früher Lithografien aus England, Eton und Windsor, die 2 Jahre nach der Inauguration der Lithografie in England publiziert worden sind. Und darüber hinaus werden wir einen kleinen Schwerpunkt Philosophie haben. Das heißt, hier Erstausgaben von Martin Heidegger, die insofern interessant sind, weil sie zeitgenössisch bearbeitet worden sind von einem Theologen der Bekennenden Kirche
Und hier ist der Diskurs interessant, wie der Theologe die Philosophie von Heidegger gesehen hat. Und das morgige Hauptwerk wird die Erstausgabe von Descartes sein, seiner Principia Philosophiae aus dem Jahr 1644. Die erste Ausgabe, die dann auch später auf dem Index stand und eines der bedeutendsten Bücher der Philosophie ist und insbesondere auch Newton beeinflusst hat. Das sind die groben Schwerpunkte für morgen. Aber lassen Sie sich überraschen, es kommt noch einiges dazu. Du hast auch ein Bild, glaube ich, vorbereitet. Genau. Das sind 2 Abbildungen aus dem Werk von Descartes. Hier eines zur Optik. Und dann folgt noch das Titelbild. Also das ist ein berühmter Elsevier-Druck. Die Kunst, die Bilder einzublenden. Genau. Ja, wunderbar. Sie können jederzeit gerne über die Chat-Funktion, über diesen Button, können Sie sehr gerne jederzeit live sozusagen Fragen stellen, die wir dann auch gerne sofort beantworten. You're very welcome to ask any questions you may have in real time via the chat button, and we try to answer that immediately. About the fair, about the books, whatever you're interested in. Ja, wunderbar. Im Moment gibt es noch keine Fragen, soweit ich sehe. Okay. Wollen wir dann von Roger, du warst soweit? Ich war soweit fertig. Also es ist bei dem Descartes, kann ich noch ergänzen, es ist zusammengebunden mit der ersten lateinischen Ausgabe des Discours de la Méthode, der zuerst auf Französisch erschienen ist. Und interessant ist das Werk auch wegen der zahlreichen Holzschnitt-Illustrationen. Und es ist zum Beispiel natürlich auch Teil der berühmten Haskell F. Norman Library, die eine der weltweit wichtigsten Bibliotheken oder auch dann die Bibliografie für Wissenschaften und Medizin des 15. bis 20. Jahrhunderts ist. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dann würde ich vorschlagen, wenn es im Moment noch keine Fragen dazu gibt, würde ich vorschlagen, machen wir von Tübingen einen Ausflug nach Zürich zum EOS-Antiquariat von Gertrud und Markus Benz. 1985 gegründet, ist das Antiquariat spezialisiert auf seltene und schöne Bücher aus 5 Jahrhunderten, ebenso auf Drucke und auf Zeichnungen. Schwerpunkte liegen bei den Naturwissenschaften, Medizin, Bilderbüchern für Kinder, Helvetica, Alpinismus, Kunst und Literatur, aber auch Musik und Reisen. Let's go to Zurich, to the EOS Antiquariat of Gertrud und Markus Benz. Founded in 1985, the company specialized in rare books from 5 centuries. Prints and drawings. Main topics are natural sciences, medicine, illustrated children books, Helvetica, alpinism, art and literature, as well as music and travel. Markus, please go ahead. Markus. Hello, thank you. Regards from Zurich. We had a hard time, as you know, as all of us. Or ist es besser auf Deutsch zu sprechen oder wie? Gerne auf Deutsch. Wenn es Fragen gibt, können wir das gerne übersetzen. Wir haben eine harte Zeit hinter uns, jetzt seit 2 Wochen. Läuft auch das Ladenlokal wieder und da ist es natürlich sehr, sehr positiv, dass wir solche Online-Anlässe machen und die werden vermutlich oder auch hoffentlich in Zukunft
unser Antiquarenleben ergänzen. In unserem Katalog haben wir 2 Gebiete. Das eine ist Kunst und Literatur und dann eigentlich unser altes Hauptgebiet Naturwissenschaften und Medizin ein bisschen. Bei der Kunst haben wir ein paar schöne Sachen von Thomas Mann, ein paar illustrierte Werke von bekannten Künstlern, Toulouse-Lautrec und andere. Besonders erwähnenswert ist da Derrière le Miroir, nicht ein einzelnes Heftchen, sondern die gesamte Serie, alles was erschienen ist, zum Teil in den Originaleinbänden gebunden. Naturwissenschaftlich haben wir einige schöne Kräuterbücher im Angebot, ein mathematisches Buch von Luders über Ökonomie, Festungsbau und Bankwesen als sehr wichtiges Werk über Bereich Ökonomie. Außerdem, hat leider nicht mehr im Katalog gerauscht, haben wir ein paar Sachen im Bereich Reformation. Eine frühe Froschauer Bibel 1534, die erste Taschenbuchausgabe und natürlich wiederum ein schönes medizinisches Werk, ein Werk von der Katharine II. Vom Arzt Mohrenheim herausgegeben mit sehr schönen Illustrationen über eine Zwillingsgeburt. Ich möchte vielleicht kurz das Werk, die Froschauer Bibel, zeigen. Die nennt sich, ist der First Taschenbuchausgabe, ist eine kleinformatig, ist aber trotzdem fast A4 groß. Die wurde 1534 gedruckt in Zürich bei Froschauer, ist illustriert von Holbein den Jüngern und dieses Exemplar ist in einem fantastischen Zustand. Nicht viele Illustrationen wie die große Froschauer Bibel, aber einige schöne Initialen. Natürlich hat es bei uns im Antiquariat noch einiges mehr zum Anzubieten und bin gerne für Fragen bereit. Wunderbar, vielen Dank. Eine sehr handliche kleine Taschenausgabe. Das beeindruckt mich. Wir freuen uns, wenn es Fragen gibt, wenn jemand den Einband näher sehen will, vielleicht das Titelblatt, was auch immer. Wir freuen uns. Nutzen Sie einfach den Button. Dann versuchen wir das zu beantworten. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann, Markus, gibt es noch etwas, was du uns zeigen oder erzählen wolltest? Ja, ich wünsche natürlich allen Glück, dass die Messe läuft wie eine andere Messe. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren bei uns im Antiquariat persönlich viel Erfahrung gemacht, weil wenn man das Ganze auch mit Facebook und mit Instagram und all das hat man früher darüber gelächelt als Antiquar, entsprechend pusht, bin ich sicher, und wir haben gute Erfahrung mit dem, zieht das auch bei unseren Kunden. Vor allem unsere bestehenden Kunden werden ja zum Teil älter und es ist ja immer schön, wenn man wieder einen jungen Kunden, einen jüngeren Kunden ins Antiquariat kriegen kann. Und das Ganze darf man ja nicht als Konkurrenz vom Ladenlokal betrachten. Es ist für uns und bleibt für uns auch eine Ergänzung. Ja, und mit solchen Formaten wie diesem Webinar versuchen wir natürlich auch uns an diesen neuen Möglichkeiten, da gibt es ja sicher auch noch viel für uns Antiquare zu entdecken an Möglichkeiten, wie man interessante Bücher, interessante Handschriften, interessante Drucke näher bringen kann, weil man sie hier eben auch vor die Kamera halten kann, weil man hier Bilder teilen kann. Das im Grunde genommen, ja, müssen wir da noch reinwachsen, glaube ich, in diese Möglichkeiten. Ja, vielen, vielen Dank nach Zürich. Dann gehen wir jetzt von Zürich nach London zu Bernard Quaritch. Das ist eine der berühmtesten Adressen im Antiquariatsbuchhandel weltweit.
und das bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Mein Kollege Edmund Brumfitt arbeitet seit 2019 für Quaritch. Davor war er für Pickering und Chatou tätig, davor war er auch einige Jahre als selbstständiger Antiquar tätig. Sein Spezialgebiet sind die Geisteswissenschaften und ich glaube, er hat eine besondere Neigung zur Aufklärung und da besonders zur Widerspiegelung der Aufklärung in Wirtschaft, in Recht, in Bildung, in Wissenschaft. Yes, let's go from Zurich to London to Bernard Quaritch since 1847, I think, one of the most prestigious addresses in the worldwide book trade. Edmund Brumfitt has been working for Quaritch since 2019, after having worked for Pickering and Chatou and running his own company for about 6 years, I think. He is specialized in human sciences with a special interest in the Age of Enlightenment. Edmund, let's go. Thank you. I'd like to talk about a book that I like that we are exhibiting at Folium this week. One of the main pleasures of bookselling is not dealing with necessarily the most beautiful books or the rarest or the most important, but the ones that pose questions. Why was it written? Who is it for? What are the stories that led to its publication? And the book I'm going to talk about today briefly is like that. It's an educational book which was written for a disadvantaged group and published by immigrants, but finally printed and dedicated to a royal patron. I'll just find the slides, if I may, which are here. It is a course of rhetoric published in Moscow in the early 19th century, written by an expat Frenchman and printed by another expat Frenchman, both of whom had been thoroughly embedded in one way or another in the cultural and intellectual life of their adopted country. The better known of them is the printer Auguste Simon, who was the son of a Parisian engraver, was apprenticed to the family firm Barbeau, who specialized in editions of the classics. When the last Barbeau head died in 1808, he followed several of his countrymen to Russia, where over the course of his career, he developed new typefaces, both Cyrillic and Roman, was interned in Nizhny Novgorod during Napoleon's Russian campaign, published a number of banned books, and yet became one of Moscow's most noted and decorated printers and publishers, with his work ranging from scientific and medical works to Russian literature, all printed with an eye for aesthetics that marks out his work. He was explicit in seeing typography as an artist's work and not an artisan's work. You can see this in the book that we are exhibiting at Folium. The author is Pierre Hennequin. He had moved to Moscow at around the same time as Simon to teach French literature and language, principally to the girls of to the daughters of the aristocracy, but also to orphan girls at an institute under the patronage of another foreign-born Russian, the Dowager Empress Maria Feodorovna, to whom he dedicates this book. Hennequin is adamant that rhetoric was a suitable study for girls, and he sets out his stall in the first paragraph of the preface. He says, "If we were writing in a country where we found the injustice of requiring that women made no use of their wits, we would find it absurd and ridiculous, the idea of giving them the rules of French and Latin eloquence. And if I could still sense the tired objections of Gothic times, I would set out to combat, after so many authors who have successfully done so, the barbaric prejudice that once condemned to ignorance and obscurity the more interesting half of human society. I would demand to know of men why they would wish to hoard the exclusive right to have and cultivate reason, to have and embellish wit, and to acquire and communicate knowledge." That spirit informs this book throughout. Hennequin is not original in arguing that intellectual life is compatible with domestic,
girls are concerned, but he is perhaps unusual in emphasizing the place of rhetoric in a woman's intellectual armory. Certainly not everyone, he says, who studies rhetoric is destined to become a lawyer or a diplomat, but it is useful. We are to see it, Hennequin says, as the art of persuasion, to be applied not only to the grand occasion, but also to the everyday. Who among us, for instance, has never had to refute an unjust accusation? This was particularly important because the year before this book was published, Hennequin was charged with the teaching of rhetoric to orphans. The best he could do with him, as he says, was, before sending them out into the world, was to write this book with all the care he had so that they could go out on an equal footing with pupils who had grown up with Horace, Cicero, Boileau, and others. The book then keeps everything in French. The pupils he was writing for had no Latin, but the end result is the same. The reader should be able to insinuate herself into the spirit of whomever she is talking to present facts in a favorable manner to her, to demonstrate exactly what she wants demonstrated, and to win over hearts and minds. These are the skills that are obviously even more valuable to those with nothing, such as his orphan pupils, than to the aristocrats Hennequin also taught. So it is a useful book, written and printed by expats for admittedly privileged orphaned girls to enable them to make their way in the world, dedicated to an empress, similarly dedicated to the establishment and maintenance of charities, explicitly arguing for the value of female education, printed in Simon's elegant neoclassical characters, and finally bound in tree calf over extravagantly thick boards. I hope someone else will like it as much as I do. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure. To be honest, I never heard about that author. No, nobody has. That's so interesting. Thank you so much. Yes, let's stay in London with Quaritch and Alfred Pasternak. Auch Alfred Pasternak arbeitet bei Quaritch, ich glaube auch seit 2019, auch in der Abteilung Geisteswissenschaften und ist auch zuständig für die Veröffentlichungen von Quaritch. Alfred Pasternak came to Quaritch also, joined Quaritch also in 2019, and he's working in the human science department as well. And he's also responsible for the publications of Quaritch. So yes, I'm now really excited to see what you brought us. Thank you. I've brought along today a book that we'll be exhibiting from tomorrow at Folium. And if I quickly try to share my screen so that everyone can see it, I think that should now be visible. And it's the title page of the book by Francesco Perucci called The Pompe Funebri di tutte le nazioni del mondo, published in Verona in 1639, and it covers the funeral customs of, or at least tries to cover the funeral customs of all the nations and religions of the world. It's very much in a group of similar books, famously ones like Bocelli of that period, which try to bring the variously newly discovered or areas with new contact around the world into the knowledge of European readers. And it's particularly notable for its many copper engravings which are printed in the text and are in many cases really quite striking. Not necessarily the most accurate depictions of worldwide customs, but very interesting to look at. But I'm particularly interested in this book for its provenance. It comes from the library of a man called Walter Bowman, who inscribes the back of the title and leaves his shelf marks on the end papers and various other marks of his ownership.
Walter Bowman lived from 1699 to 1782 and was a Scottish antiquary who travelled quite extensively over the course of his life in France and Italy, which is most likely where he acquired this volume. And his library is particularly interesting on account of two unusual documents which survive. The first of them is in the Bodleian Library in Oxford, and is his account book for the years 1754 to 1766. And among the various expenses of his life in this period, he includes very, very detailed notes on his books, which he was at that time acquiring, and where we can recreate from that quite a lot of his acquisitions, both from booksellers in London and elsewhere, and on trips to the continent, and from auctions going on in London at the time. He has quite a lot of dealings with Samuel Baker, the man who would go on to found what is now Sotheby's. And he also, in his account book, includes lots of details of bindings and repairs, which he has done to his books. And he was based at the time in Egham in Surrey, and he employed the local binder, Roger Payne, who would shortly thereafter go on to become the most famous London binder of the late 18th century, but at the time was very much the nearest binder. And we also see in his accounts, for example, in 1760, Roger Payne comes and spends a week at Bowman's home in Surrey with his brother, Thomas Payne, and they spend the time there repairing books and adding tooling to books which don't already have it. And it's tempting to think that would explain the rather odd arrangement on this binding, which is in plain vellum contemporary to the printing, but has later English tooling on the spine, including going over an old repair to the vellum. So we can see that it is definitely later and most likely from its time in Bowman's possession. And the other document, the really quite extraordinary document which survives about Walter Bowman's library, is his will, which is at the National Archive in Kew in London. And it's described by the Dictionary of National Biography as singularly minute and whimsical, and it really is an entertaining read if you ever have the time to. It arranges that Bowman's home at Egham is to be sold in order to cover the costs of his library, which is to be packed up, specifically packed up in fur boxes, in fur cases, by bookbinders, not by any old removal men. And then his heirs are to wait until the summer in order to safely transport his library up to Lowdry in Scotland, not far from Edinburgh, where Bowman's other home was. And they were there to be deposited in a specific room exclusively for the purpose of reading and studying. And Bowman goes to quite extraordinary lengths to specify how his books are to be kept safe. There are many of these stipulations may seem a bit excessive. For example, only his heir and no one else was allowed to take books off the shelf. Others could visit and read the books, but they could not remove books from the shelf. And even the heir could not remove books from that room in the house. But many aspects of his provisions are very sensible and perhaps rather ahead of their time and familiar to rare book collectors today. He specifies that a basin, a sink, and a towel should be in his little library room, so that everyone must wash their hands before touching any books. And he provides, for example, for the atmospheric conditions in this presumably quite damp room on the Scottish East Coast, by specifying when fires were to be lit, when windows were to be opened, when the cases for the books were to be left open. It's a very remarkable attempt at preserving a library in private hands. But the slight tragedy is
how much it did or didn't work. We don't really have much record of what happened afterwards. We have a local history in 1840 mentions Bowman's Library, which at that time seems to have been functioning to an extent as a local public library for local gentlemen, although Bowman's will does explicitly ban women and children from reading his books. But after 1840, there's really very little. An article was published in the Book Collector in 1982 by John Feather, trying to find out what had happened to the library in the last 120 years. And on that occasion, the author could not find any books from Bowman's library, nor any record of what had happened to them, whether they'd been sold or taken to auction or sent elsewhere. And in researching Walter Bowman, now with the help of modern online databases, it's possible to identify, I think, 7 books which belong to Walter Bowman. If you know of any more, please do say, which have appeared either at auction in recent years or in libraries. But it is very sad to see that this early experiment in conservation or preservation practices really did not work. Of the 7 we can identify, 5 have been rebound since in the last half century or so, and the 2 which haven't, which includes our copy here, are really not in a very happy way. They are quite badly damaged, so it would be very much worth more research to try to work out how effective Bowman's suggestions were and where they went wrong in the probably quite recent past. Anyway, that is one rather curious little book that we'll be exhibiting at Folium from tomorrow until Saturday. Thank you, Alfred. That was really, wow, a story about provenance, goodness, and about the sense of strict regulations and history. Yeah, I'm sure some of my colleagues like the idea of having a sink and soap and towel at a fair for people taking books from the shelves. Thank you so much. Thank you so much. May I thank you for your contributions. Thank you. I saw we have one question to Markus Benz. Ich habe die Frage gesehen, was ist eigentlich eine Froschauer Bibel? Vielleicht können wir das kurz beantworten. Ja, Entschuldigung, ich gehe natürlich als Zürcher davon aus, dass jeder weiß, was eine Froschauer Bibel ist, aber ich verstehe, wenn man das natürlich nicht weiß. Also in Zürich gibt es eine Froschauergasse, das war früher mein beliebtester Spielsalon da, und die Froschauergasse ist nach dem Drucker Froschauer benannt. Der Herr Froschauer, Christoph Froschauer, der kam als Geselle im 16. Jahrhundert, also Anfang 16. Jahrhundert nach Zürich und hat bei einem Drucker gearbeitet als Mitarbeiter, als Geselle. Sein Chef ist dann gestorben und in der Folge blieb er da und hat dann später die Witwe geheiratet und das Geschäft übernommen. Und das war dieser Christoph Froschauer. Er hat natürlich seine Aufträge vorwiegend von der Kirche gekriegt, insbesondere natürlich durch die Aktivitäten in der Reformation von Zwingli. Später, etwa Ende 16. Jahrhundert, wurde die Froschauer Druckerei, die übrigens wirklich nicht nur Froschauer heißt, sondern auch immer das Signet von Fröschen dargestellt hat, in verschiedensten Varianten, meistens ein Baum und darunter hat es Frösche gehabt. Später ist daraus die Druckerei oder Verlag Gessner und Bodmer entstanden. Gessner, Bodmer und Orel hat das auch geheißen und heute gibt es davon noch einen großen Verleger, Buchhändler und Buchhandlung Orel Füßle AG in Zürich. Das ist die Entwicklungsgeschichte von dieser Froschauer Druckerei und in Zürich spricht man, wenn man auch von einer Zwingli-Bibel
spricht man meistens nicht von einer Zwingli-Bibel, sondern von einer Froschauer-Bibel. Genau, die Frage war noch etwas spezieller, pardon, ich hatte das nicht genau vorgelesen. Ist das eine in der Schweiz gedruckte Bibel auf Deutsch oder eine eigene Übersetzung? Also war ja mit Froschauer, war ja immer der Konflikt, oder mit Zwingli war der Konflikt zwischen Luther und Zwingli. Die haben sich ja nicht nur ergänzt, sondern auch teilweise bekämpft, weil sie verschiedene Ansichten hatten zur Übersetzung von der Bibel und von der Interpretation. Und darum unterscheidet sich, ich weiß nicht, ich kenne da zu wenig die Details, in verschiedenen Belangen unterscheidet sich eine Lutherbibel zu einer Zwingli-Bibel. Es hat dann in der Schweiz noch andere Nuancen von Bibeln gegeben. In Bern der Johannes Fischer, also das war ein Deutscher, der da als Pfarrer tätig war. Die Bibel von ihm heißt Piscator-Bibel. Und so gibt es verschiedene Varianten von Bibeln. Auch unter anderem hat es dann auch einen Einfluss gehabt von den Täufern, zum Beispiel in der 1536er Bibel von Zwingli. Die mögen die Täufer, weil da Sachen in ihrem Sinne interpretiert sind. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Es gab noch eine Bitte von einem Zuschauer, ob Roger vielleicht das Buch nochmals, die Karte nehme ich an, nochmals in die Kamera halten könnte, wenn du ihn bei dir hast. Also die Bibel. Das gerne auch. Vielleicht da auch nochmal das Titelblatt und dann vielleicht Roger mit dem Dekart nochmal. Ja, wunderbar, so sieht man das. Vielleicht ein bisschen höher? Ja, gut, ja. Perfekt, ja, perfekt, wunderbar. Ja, sehr schön. Dann kommt eigentlich, was noch schön ist, das Buch Genesis mit dieser Illustration vom Holbein den Jüngern. Ja. Dazu ist zu ergänzen, in der Froschauer oder Zwingli-Bibel von 1531, die im Folioformat ist, die ist durchgehend illustriert von Holbein den Jüngern. Und da hat es einige hundert Holzschnitte drin. Dankeschön, Dankeschön. Dann, Roger, würdest du vielleicht so nett sein und nochmal das Titelblatt... Ja, das kann ich gerne tun. Das ist nett. Die Dekart-Ausgabe, sieht man das gut? Das sieht man sehr gut, ja. Und dann auch nochmal ein paar Illustrationen, die das dann hier sehr schön widerspiegeln. Ja. Und dann gibt es den zweiten Teil, der hat dann ähnlich viele Illustrationen. Oder auch hier. Und das ist auch in einem zeitgenössischen Einband sehr gut erhalten. Mhm. Dadurch, dass das Buch ja dann auch auf dem Index war, sind die Erstausgaben nicht so häufig. Ja, das stimmt. Und sind handschriftlich auf dem Rücken auch beide Werke genannt? Na, da ist nur ein Werk genannt. Das ist auch etwas verwischt, man sieht es kaum. Okay. Ja. Das ist, aber sonst ist es von der Papierqualität und dem Druck fantastisch. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch Fragen, Ideen, Wünsche, etwas näher zu sehen? Wenn das nicht der Fall ist, sind wir auf jeden Fall das schnellste Webinar. Es gibt noch eine wichtige Information. Es gibt ein neues Feature bei Folium jetzt. Die Antiquare, die dort ausstellen, digital ausstellen, werden das, was verkauft ist, sofort ersetzen durch andere Titel.
Das heißt, das kann also fortlaufend wird das Angebot erneuert und es gibt dazu auch einen Button, wo man eben Neueingänge sehen kann, sodass man nicht wieder das ganze Angebot durchscrollen muss, sondern man kann dann wirklich sehen, was kam denn neu hinzu. Das lohnt sich also auf jeden Fall auch am Freitag und am Samstag kurz vor Mitternacht nochmal einen Blick reinzuwerfen. May say this in English maybe as well. One important information maybe during the fair, all colleagues will permanently replace sold items. So I think it's definitely worth having a second look on Friday or even at Saturday. So yeah, I think there are more interesting things we have to show. Ja, weil pro Kollege sind das 20 Bücher. Das ist ja immer nur auch immer nur ein Spotlight auf das Angebot, das alle haben. Ja, wenn es sonst keine Fragen gibt, bedanken wir uns für das Interesse. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn Sie morgen oder wann auch immer, solange die Messe geht, bis Samstagabend um 24 Uhr, einen Blick werfen auf das, was 85 Kollegen zusammengetragen haben. Wir sind sehr gespannt. Es ist die erste Zusammenarbeit der drei Verbände Deutschland, Österreich, Schweiz, was das Projekt zu einer digitalen Messe angeht. Wir sind also wirklich sehr, sehr gespannt. We are truly excited now and hope to see you soon at a fair maybe. Ja, wir würden uns freuen, Sie bald auch persönlich wiederzusehen auf einer Messe. Darauf freuen wir uns natürlich sehr. Aber jetzt sind wir erstmal neugierig, was morgen um 14 Uhr und in den Tagen danach passieren wird. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und ja, einen schönen Abend. Ciao. Aha.